Das System Deutsche Bahn krankt von innen. Ganz schlimm, ganz schlimm. Das sagen sogar die Eisenbahner selbst. Wir haben keine Führungskräfte mehr mit wirklicher Eisenbahnqualifikation. Krankheit, Symptom, Streik. Die Gewerkschaft treibt die Bahn vor sich her. Das ist ja genau das, was der Bahn gerade so viel Ärger macht. Wie kann die Bahn ihr System retten? Max will wissen, welche Weichen der Staatskonzern endlich stellen muss. Wir besuchen den Hauptbahnhof in Frankfurt. Wir wollen sehen, wie sich der Streik der Lokomotivführer an diesem Tag auswirkt. Wir entdecken eine hilflose Frau, die hier am Bahnhof gestrandet ist. Ihr Name Elisabeth Kasper. Ich komme von weit weg und ich bin ganz eingefroren. Und ich möchte weiterfahren, aber immer warten. 2 Stunden, 1,5 Stunden und das gefällt mir nichts. Ist schlimm. Dann diskutieren wir mit Peter. Seinen Nachnamen will er nicht nennen, er ist Bahnmitarbeiter. Heute soll er den Bahnkunden helfen, die richtige Verbindung zu finden. Wir fragen ihn, was er von dem Streik hält. Es muss sich schon ein bisschen verändern. Die Bahn sollte halt in vielen Bereichen auch etwas flexibler werden. Ja, ich sage jetzt mal von Arbeitszeiten oder von einfach der Gestaltung, auch von den Zügen, versuchen auch die Pünktlichkeit halt etwas zu verbessern. Und wir begegnen Benjamin Pütter. Er hilft normalerweise in Not geratenen indischen Kindern. Heute lässt er Dampf ab als enttäuschter Vielfahrer bei der Bahn. Die Bahn braucht dringend einen Systemwechsel, und zwar, dass sie nicht mehr von der FDP geführt wird, sondern dass dort jemand führt, der auch mal Bahn fährt, dass da jemand führt, der Interesse an der Bahn hat. Die Gründe für seinen Ärger sind die größten Schwächen der Bahn: Zugausfälle und Betriebsstörungen mit viel Unpünktlichkeit. Im Jahr 2023 wurde das Pünktlichkeitsziel von 70% verfehlt. Nur 64% aller ICE- und IC-Züge waren pünktlich. Im Jahr davor gab es bei der Bahn ca. 83.000 Störungen. Im Fern- und Regionalverkehr gab es rund 41.700 Zugausfälle. Beim aktuellen Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, kurz GDL, geht es nur indirekt um Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Die GDL-Ortsgruppe Frankfurt versteht sich eher als Nachwuchswerber für den ihrer Meinung nach unattraktiven Job als Lokführer. Die Babyboomer sind weg, jetzt kommt die Jugend, die können sich das aussuchen, was sie wollen. Da muss man einen Beruf attraktiv machen. Die Eisenbahn kriegt es schwer hin, wir haben Personalprobleme. Wir wollen den Beruf attraktiv machen und das ist am Ende die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Tatsächlich gibt es für die Lokführer schon die Möglichkeit, weniger zu arbeiten. Allerdings mit Lohneinbußen. Gibt es da einen Kompromiss? Leider bekommen wir dazu kein Interview von der Bahn. Sie hat sich so dazu geäußert. Wir sind verhandlungsbereit, gesprächsbereit. Wir sind der Meinung, dass es nur am Verhandlungstisch gelingen kann. Und es ist jetzt auch an der GDL, wieder an diesen Tisch zurückzukehren. Wir suchen am Hauptbahnhof weitere Bahnkunden, um zu erfahren, was sie vom GDL-Streik und der Forderung nach einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich halten. Es gibt jetzt schon massiv Probleme mit der Bahn und wenn jetzt noch weniger gearbeitet werden soll, dann frage ich mich, wie soll das aufgefangen werden? Weil es gibt auch nicht mehr Leute, die das übernehmen können. Uff, ganz schön viel Unmut. Wir gönnen uns jetzt ein paar Augenblicke, um die Stimmung am Bahnhof auf uns wirken zu lassen. Eigentlich ist es ja ganz schön, wenn die übliche Hektik des Alltags fehlt. An manchen Stellen hat der Bahnhof fast etwas Idyllisches. Überraschend finden auch einige Fahrgäste den Streik gar nicht so übel. Wir steigen in Frankfurt am Hauptbahnhof aus. Leer. Leer. So wenig Menschen haben wir hier noch nie gesehen. Und jetzt hoffen wir, dass wenn um 13 Uhr wir weiterfahren dürfen, dass es dann so weitergeht. Wir waren in dem Zug gerade mal zu viert im gesamten Waggon. Das kenne ich auch sonst überhaupt nicht. Ich hatte Platzkarten extra genommen, weil ich davon ausging, heute wird ganz voll sein. Ja, nichts dergleichen. Zurück zum Streik. Die Bahn klagt gegen die GDL. Der Vorwurf: Gründung einer Lokführergenossenschaft namens Fairtrain. Mit ihr will GDL-Chef Klaus Weselski der Deutschen Bahn Lokführer abwerben und als Leiharbeiter wieder zur Verfügung stellen. Damit sei die Gewerkschaft aber auch Arbeitgeber und somit nicht mehr tariffähig.
Wenn die Bahn gewinnt, wäre die Folge die Tarifunfähigkeit der GDL, heißt also der Super-GAU für die GDL. Sie könnte keine Tarifverträge mehr abschließen. Allerdings hat die GDL zu jedem Verfahrensstand die Möglichkeit, hier entweder die Fairtrain abzustoßen, die Struktur in der Fairtrain zu verändern oder die Fairtrain auch zu liquidieren, mit der Folge, dass das Verfahren dann erledigt würde. Und somit bliebe die GDL in jedem Fall eine tariffähige Gewerkschaft. Sie sei der Bahn ohnehin immer einen Schritt voraus, meint der Bahnblogger Markus Frümpt. Deswegen glaube ich, ist so der Punkt jetzt gekommen, dass man einfach sagen muss, man muss das System Bahn verändern. So weitermachen funktioniert es nicht mehr. Und dass das geht und dass das funktioniert, sieht man auch aus anderen Ländern, wo wirklich Züge pünktlich fahren, wo eben nicht dieses Drama um den täglichen Ablauf stattfindet. Und ich glaube, das muss bei der Bahn jetzt auch kommen. Beispiel Schweiz. Hier kamen im Jahr 2023 sagenhafte 97% der Züge pünktlich an. Die Schweiz ist damit europäischer Spitzenreiter. Weltweit glänzt Japan. Hier gibt es so gut wie keinen unpünktlichen Zug. Wir treffen nochmal Elisabeth Kasper. Sie ist immer noch auf der Suche nach dem richtigen Zug und entsprechend genervt. Sie fasst die ganze Misere der Bahn auf ihre Weise zusammen. Muss richtig fahren, alle Züge. Muss richtig pünktlich. Und das kann man nichts bleiben, so wie es ist. Kann man nichts. Das ist chaotisch. Unser Fazit? Fast allen ist klar, dass sich am System Bahn etwas ändern muss. Nur der Bahnspitze scheinbar nicht. Falls das so bleibt, der nächste Streik kommt bestimmt.